Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Toxizität, toxische Menschen, toxische Gesellschaft, toxische Begegnungen und alles andere Toxische ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Deshalb habe ich mir dieses Thema heute ausgesucht in diesem Video, um mit euch diese Möglichkeiten durchzugehen, wie ihr euch von solchen toxischen Menschen schützen könnt. Wir sind toxische Menschen. Toxische Menschen rauben uns die Energie, sie sind schlecht für uns, sie halten uns auf und sie leben von dem sekundären Krankheitsgewinn, indem wir ihnen Aufmerksamkeit geben, und das ist genau das, was sie erreichen wollen. Wie wirken toxische Menschen? Sie sind manipulativ, unbelehrbar, narzisstisch, egoistisch und lügen und bringen großen Schaden in dein Leben und haben keine Rücksicht auf dich, auf dein Leben, und natürlich haben sie auch keine Empathie. Und natürlich bist du immer der Schuldige, nicht die andere Person. Wie kann ich damit umgehen im Alltag? Erstens kann ich zum Beispiel mit der Person kommunizieren. Das heißt, ich gehe auf diese Person zu und sage, ich habe mit dir ein Problem, das und das und das trifft zu. Entweder hat sie Verständnis, diese Person, oder nicht. Wenn sie kein Verständnis hat, dann geht diese Person aus dem Weg. Das wäre mein zweiter Ratschlag. Geht solchen Menschen, die unvernünftig sind und nicht kritikfähig sind, aus dem Weg. Ja? Und wenn das auch nicht möglich ist, wenn sie trotzdem in dein Leben ständig eintreten und obwohl du sie meidest und sie versuchen aktiv in dein Leben einzutreten, um weiterhin toxisch zu sein mit ihren Verhaltensstörungen, dann musst du drittens sie blockieren. Das heißt, blocke sie aus deinem Leben, blocke den Kontakt und blocke sie in allen Bereichen, ja, sei es in Social Media, bei der Telefonnummer, überall blockieren. Anders geht es leider nicht, ja. Das heißt, ich muss aktiv sein und diesen Menschen aus meinem Leben streichen. Toxisches Verhalten ist sehr giftig und ist sehr schlecht für alle, ja, für alle Beteiligten. Deshalb musst du dafür sorgen, dass du nicht auch toxisch wirst und aus Rachegefühlen genau das Gleiche machst wie die anderen. Ja, das heißt, du musst dich reflektieren und gucken, ob du es besser machst als die anderen. Ja, toxische Menschen mit toxischen Verhaltensstörungen rechtfertigen nicht ein toxisches Verhalten von dir. Ja, deshalb bitte immer wieder kurz stehen bleiben und sagen, bin ich genauso wie die andere Person, die ich kritisiere, die schlecht für mich ist, bin ich auch genauso geworden für andere Menschen. Da musst du stehen bleiben, dich reflektieren und einen Reinigungsprozess bzw. einen Verbesserungsprozess einführen. Jetzt möchte ich mit euch wichtige Sprüche durchgehen, das heißt, woran kann ich das manifestieren? Ja? Erstens, dich von einer toxischen Person zu lösen, ist eine Stärke und keine Schwäche und ist sozusagen eine Liebeserklärung an dich. Es ist schön, wenn toxische Menschen von sich alleine aus deinem Leben entfernen, ja? Aber manchmal musst du aktiv sein und sie selber entfernen. Drittens, ich werde nicht zulassen, dass jemand mich kaputt macht, mein Leben, meine Ziele, und dass jemand auf meine Nase rumtanzt und ja, seine toxischen Verhaltensstörungen auf mich überträgt. Viertens, wir sind nicht gezwungen, toxische Menschen zu ertragen, ja, aus Mitleid oder aus falschem Respekt, zu sagen, ja, der Arme, der hat niemanden, alle sagen, die Person ist krank, er ist psychotisch, neurotisch oder Borderliner oder hat eine Schizophrenie, und wenn ich nicht an seiner Seite bin, dann sind alle weg. Das ist gar kein Grund dafür, ja. Reagiere, fünftens, nicht auf toxische Menschen und auf ihre Verhaltensstörung. Das ist das Beste. Reagiere mit Ignoranz, ja. Dadurch nimmst du in den Boden weg und die Wichtigkeit seines Erfolges. Ja, toxische Menschen leben davon, dass sie genießen, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Das führt uns zu sechstens, Menschen, denen du wichtig bist, sind nett zu dir. Sie sind nicht toxisch. Du merkst das ja, dass sie dich wertschätzen, mit dir den gleichen Weg gehen, dich loben und mit dir gut umgehen. Und viertens, halte dich von Menschen fern, die durch ihr Drama dich immer dafür schuldig machen und dich als Schuldigen sehen, ja, indem sie immer wieder neue Dramen aufbauen in ihrem Leben und Opferposition einnehmen, machen sie dich dafür schuldig. Halte dich von diesen Menschen fern, sie sind toxisch. So, manche Menschen wollen auch nicht geheilt werden. Das führt zum achten Punkt, ja. Sie leben davon, dass es ihnen schlecht geht. Das nennt man sekundärer Krankheitsgewinn. Weil wenn sie gesund sind, kümmert sich ja keiner um sie. Deshalb müssen sie krank sein, müssen sie dramatisch sein und schreien und sagen, mir geht es schlecht, ihr seid alle schuld. Dann gucken alle, sie sind alle geschockt
und das finden alle nicht so toll, aber sie sind da und kümmern sich um ihn oder geben ihm Aufmerksamkeit. Ja? Und 9. Wenn Menschen dich so behandeln, als seist du egal, dann glaube ihnen, schenke ihnen keine Aufmerksamkeit, weil du kennst deinen Wert, du solltest deinen Wert persönlich kennen und wie gesagt, der wichtigste Glaube ist der Glaube an dich, das sage ich ja immer wieder. 10. Bestimmte Menschen zu meiden, die schlecht für dich sind in deinem Leben, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Ja? Hör auf dein Inneres, hör auf dein Gemüt, du merkst das, wenn toxische Menschen um dich herum sind. Ja? Du merkst das, die negative Energie, sie sind Energievampire, sie sind schwarze Löcher und sie saugen dich aus und du fühlst dich danach platt, nachdem du sie gesehen hast oder mit denen geredet hast. Es geht nur um schlechte, um negative Sachen. Ja, sie sind pessimistisch, sie sind negativierend und sie kosten dich sehr viel Energie. Solche Menschen einfach, schlicht und ergreifend, wie gesagt, erstens kommunizieren, versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen und wenn es nicht klappt, blockieren wir sie. Ich tue das auch regelmäßig auf den Social Media. Okay? Eine andere Option sehe ich nicht. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt fern von toxischen Menschen. Bleibt fern von allem, was euch runterzieht. Ich möchte, dass es euch gut geht, dass ihr immer psychisch und körperlich gesund seid und immer weiter aufsteigt in eurem Leben. Ich wünsche euch alles Gute in eurem Leben. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. In diesem Sinne, stay healthy, stay safe and stay smart. Euer Dr. Majid. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Video.